zwischen Sandsturm und bewölkt. Entramos en el municipio con todos los tomates en la aldea, so entering the tomato place. Und das ist hier unsere Tomatengemeinde, ne? San Nicolás de Tolentino, la aldea. Ja, in so 15 Minuten, ne, dann sind wir schon beim nächsten Aufenthalt. Ne? Da gibt es die Toilette, gehen bitte alle zum Toilette. Weil wenn wir hier losfahren, wird unsere nächsten Strecke werden von heutigen Tagesausflug. Wir sind da so 50 Minuten im Bus, ein bisschen weniger wie eine Stunde, weil wir mussten da erstmal 35 Minuten auf der Westküste drauf. Und wenn wir dann ankommen beim Hafenseite, dann müssen wir da gleich weiterfahren, 15 Minuten im Tal von Agaete zum Kaffeeplantage. Also Toilette sind sehr wichtig beim nächsten Aufenthalt. At the next stop, in about 15 minutes, we have the toilets. Go to the toilets, okay? Because when we're leaving from that place, it's going to be the longest trek of the day trip. We're going to be a little bit less than 1 hour on the coach. First, we have to drive the west coast, 35 minutes. But when we arrive there at the harbor side, directly, we have to drive on into the valley of Agaete, 15 minutes more to the coffee farm, so toilets is important, eh? Señores, en 15 minutos tenemos la siguiente parada, ahí están los baños, váyanse a los baños, porque cuando salimos de aquí va a ser el trayecto más largo de toda la excursión. Vamos a estar un poco menos de 1 hora en el autobús, porque primero tenemos que ir por la costa, aproximadamente unos 35 minutos para llegar a la zona portuaria, pero cuando llegamos ahí tenemos que seguir directamente 15 minutos más en el valle de Agaete, donde vamos a visitar la plantación de café, así que baños es importante. Pero no solamente eso, aquí también, hay un señor alemán viviendo ya durante 42 años, que vive ahí. Nosotros ya hemos puesto el nombre español y todo, Juan, pero habla perfectamente español, lleva 42 años viviendo aquí, que es lo curioso, que tiene ahí un pequeño jardín privado, con flores y plantas y un poco de todo, pero también con frutales, y Juan va a preparar para nosotros un zumo natural, otra vez, 100% natural, es una mezcla de plátanos canarios, papayas, porque estamos en la temporada de las papayas, y naranjas, y estos son vitaminas pura, 100% natural. Lo podemos aquí pedir en la barra por solamente 3 euritos. Muy bueno. Aber nicht nur das, nicht nur Toiletten, aber da gibt es noch was. Da wohnt schon seit 42 Jahren eine deutsche Herr. Der hat von uns schon eine spanische Name bekommen. Und der redet natürlich perfekt Deutsch, weil das ist ein Deutscher. Aber auf jeden Fall, der hat da so seine eigene kleine Privatgarten. Mit Blümchen und Pflanzen und Kakteen, aber auch mit Obstbäumen. Und Juan wird für uns einen frischen Saft vorbereiten. Das ist jetzt 100% Obst. Das ist ein Mix von kanarischen Bananen, Papayas, weil wir sind jetzt in Papayasaison, und Orangen, alles zusammen in eins. Ist das lecker? Yummy. Und das kann man da bestellen an der Bar für nur 3 Euro, diesem leckeren Vitaminsaft. So at the next stop, not only the toilets, but there's something else as well. At that place is already living for 42 years, a German sir. We already have given him the Spanish name, Juan, but he speaks perfectly English because he is working his whole life with English tourism as well. But what is the nice part? He has his own small private garden there with a little bit of everything, with cactus and flowers and plants, but as well with fruit trees. And Juan is gonna prepare for us a fresh juice. It's 100% fruit. It's a mix of Canarian bananas, papayas, because we are now in the papaya season, and oranges all together in one. And these are vitamins, very nice. We can order it there at the bar for only 3 euros. And then we're gonna drive that west coast there. First we have to enter the new tunnel. Okay, new, 2.5 years open now. But it's the longest tunnel from the Canarian Islands. 3,162 meters. Altogether on this island we have 8 tunnels. But they already started with the works last month. They are building 3 tunnels more and 1 big bridge. So they're gonna pull the tunnels, they're gonna make them longer until the harbor side from Agaete, where we are heading to. They are saying that they're gonna finish it in 5 years. So make it then. And then they're gonna close this beautiful west coast there for always. So enjoy it then.
It's a pity because it's beautiful. It brings for us loads of tourism, but it's dangerous for the rocks to come down. When we have a little bit of storm, we can't drive the west coast. Then they're directly closing it. Today it's no problem, so enjoy it. And of course, when we have the new tunnels, for us, it's loads quicker, of course, from one place to the other one. Because this community here, La Aldea, they are calling it an island on an island. Ja, wenn wir da losfahren von der Erdbahn mit seinem Vitaminsaft, dann geht's los auf der Westküste. Dann müssen wir da erstmal durch den neuen Tunnel, also neu, 2,5 Jahren geöffnet jetzt, ist auch der längste Tunnel von unseren Kanarischen Inseln. 3162 Meter. Auf der Insel gibt es 8 Tunnels. Aber die haben da schon mit angefangen, letzten Monat. Da kommen noch 3 Tunnels dazu, dabei und eine riesige Brücke. Sie werden das da alles verlängern bis unserem Hafenseite von Agaete. Man sagt, man ist damit fertig in 5 Jahren. Und dann werden sie diese wunderschöne Westküste schließen, für immer. Schade, weil es ganz schön bringt für uns auch sehr viel Tourismus, aber es ist halt gefährlich gegen Steinschlag. Wenn wir ein bisschen Storm haben, darf wir da nicht drauf. Sofort zu. Heute ist kein Problem. Und natürlich mit die ganzen neuen Tunnels nochmal dabei. Dann viel schneller für uns, von hier bis Agaete, weil hier, diesem Gemeinde hier, La Aldea, man sagt auch, das ist eine Insel auf einem Insel. Salimos de Juan las vitaminas, vamos por la costa, primero tenemos que entrar en el túnel nuevo, bueno, nuevo, 2 años y medio está abierto, pero es el túnel más largo de las Islas Canarias, 3.162 metros. En total, aquí en la isla hay 8 túneles. Y nada, pero ya empezaron con las obras el mes pasado. Van a construir 3 túneles más, un puente grande y van a largar todo esto, hasta Agaete, donde vamos nosotros después. Dice que lo terminan en 5 años. Y después van a cerrar la costa antigua para siempre. Es una gran pena porque es bonito, es muy bonito, nos trae muchísimo turismo también, pero es peligroso para caída de rocas. Cuando tenemos un poco de tormenta, enseguida los cierran, no podemos andar por ahí. Hoy no hay ningún problema, así que a disfrutarlo. Y claro, por los túneles, mucho más rápido para nosotros, desde aquí hasta Agaete, porque aquí este municipio, la aldea, les llaman una isla en una isla. Pero en breves esto también empieza, con todas las plataneras, a ver si ya las vemos. Por la tarde, cuando vamos por la costa del norte, es ahí donde están todas las plataneras, porque en el norte incluso mueve más que aquí o en el sur, y una platanera incluso necesita más agua que una planta de tomate, necesitan 55 litros de agua semanal, pueden tener una altura de unos 6-7 metros, y vosotros las conocéis, los plátanos canarios, porque son los plátanos que se sirven en los hoteles. Son más pequeños que los normales, pero también más dulce. Pero durante muchos años han tenido problemas con la exportación de estos plátanos, porque para las normas europeas eran demasiado pequeñas. No se podían exportar estos plátanos. Han dicho no pasa nada, the plant, I need 55 liters of water a week. Height reaching 6-7 meters. You know the Canarian bananas because these are the ones that you get served in the hotels. They're loads smaller than the normal ones, but as well more sweet. But for many years they had problems with the exportation of these bananas because for the European norms they were too small. We couldn't export them, so they said, don't worry, that we're just going to call them ecological bananas. And now suddenly they have permission. So, jetzt geht das hier gleich los, mit den Bananenpflanzen. Trotzdem, heute Nachmittag, wenn wir da über der Nordküste fahren, da gibt es die ganze Bananenpflanze, weil dort regnet es, da regnet es sogar noch mehr wie hier oder im Süden und die brauchen noch mehr Wasser wie eine Tomatenpflanze. Die brauchen sogar 55 Liter Wasser pro Woche. Die werden dann auch ganz schnell 6-7 Meter hoch. Ihr kennt die kanadische Banane, weil das sind die Bananen, das ihr bekommt bei euch im Hotel. Die sind viel kleiner wie die normale, aber auch mehr süß.
Aber jahrelang hätten die ein Problem mit dem Export von diesen Bananen, weil für die europäische Normen waren die zu klein. Wir dürfen sie nicht exportieren. Dann haben die doch einfach gesagt, ist nicht schlimm, dann sind das doch halt Eco-Bananen. Und jetzt darf man bloß. Schau mal, die kleinen Bäume sind alle Zitronenbäume, ne? Die anderen sind wilde Olivenbäume. The small trees are the lemon trees here, and the bigger ones are the wild olive trees. Vemos citroneras, las pequeñitas y las más grandes son acebuches, ¿eh? Miramos. Bueno, y Agaete, ¿vale? Así que todo esto aquí es la aldea. Pero el siguiente municipio va a ser Agaete, que es el municipio más situado en el norte, pero también es el punto más cercano de Tenerife, 62 kilómetros de Agaete. Y desde ahí siempre sale el catamarán Fred Ulsen. Son dos que se van cruzando 3 veces al día, 1 hora y 20 minutos, para llegar a Tenerife. Agaete es el único pueblo restante de toda Europa donde cultivan café. Después, cuando llegamos allí, vais viendo directamente una réplica de la isla de Lanzarote. En el interior todo está fabricado en blanco, con el nombre Delta. Se llevó el dedo y se cayó el dedo de Dios, ya no está. Wenn wir dann losfahren hier von Quan, dann ist das der Westküste und dann werden wir da ankommen bei nördlichen Gemeinde Agaete. Ist auch unser nächster Punkt bei Tenerife, 62 Kilometer vom Agaete. Und von da fährt dann immer los der Katamaran Fred Ulsen. Das sind die kreuzen einander, 3-mal pro Tag, 1 Stunde und 20 Minuten. Ist noch das einzigste Dorf von Europa, wo Kaffee angebaut wird. Wenn wir da später ankommen, dann sieht man dort sofort eine kleine Kopie von der Insel Lanzarote. Im Innerdorf, das alles verpflichtet weiß gebaut mit grünen Türen und Fenstern. Und am Hafenseite, da ist alles weiß-blau. Das war auch der Architekt von Lanzarote, hat das gemacht. Sein Name ist Cesar Manrique. Auch bekannt, oder besser gesagt, war bekannt für seine Wahrzeichen, weil es leider nicht mehr da. Da steht so vom Felsen so 10 Meter in der Atlantik, auch in Felsformation. Das sieht aus wie eine Faust. Aber das hätte auch einen Finger, das ist der Finger Gottes, Dedo de Dios. Aber wieder einen riesen Sturm in 2005 mit dem Namen Delta hat er einfach den Finger von Faust geholt und jeder Wahrzeichen ist weg. So English, so when we arriving then from the west coast, we will arrive at the most northerly community, Agaete, as well the closest point till Tenerife, 62 kilometers. From there, always leaving the catamaran Fred Ulsen. It's 2 of them, crossing each other 3 times a day, 1 hour and 20 minutes. It's the only village left of Europe where they cultivate coffee. Later, when we arrive there, you're directly going to see a small copy from the island Lanzarote. In the inner town, everything is built at white with green doors and windows, and at the harbour side, everything is white-blue. And this was the architect from Lanzarote who did it. His name is Cesar Manrique. As well famous, or better said, was famous for his symbol, because unfortunately it's not there anymore. It's standing from the side rocks, like 10 meters in the Atlantic Ocean. So, is this on the coast then? No.